Aktuell gehen viele Menschen auf die Straße gegen einen Rechtsruck und für die Demokratie. Das sind vor allem zivilgesellschaftliche Organisationen und Engagierte. Wir denken da zum Beispiel an die Gewerkschaften, wir denken da an die Kirchen und Menschen, die sich für gesellschaftliche Teilhabe und demokratische Mitbestimmung einsetzen. Diese Vereine oder Organisationen sehen sich gleichzeitig aber auch Herausforderungen von rechts gegenüber. Die kommen zum Teil natürlich aus dem politischen Betrieb, aber eben auch aus der Zivilgesellschaft selbst. Und deswegen, wenn wir Zivilgesellschaft zunächst mal einfach als Selbstorganisierung von Bürgerinnen und Bürgern verstehen, dann gibt es eben auch Teile der Zivilgesellschaft, also von zum Beispiel Nazi-Boxvereinen bis hin zu rechten Gewerkschaften, auch Teile der Zivilgesellschaft, die eben nicht unbedingt demokratische Ziele verfolgen, was man dann auch oft die dunkle Seite der Zivilgesellschaft nennt. In unserem Forschungsprojekt Organisierte Zivilgesellschaft und rechte Intervention haben wir uns bewusst für einen sehr breiten Begriff von rechten Interventionen entschieden, um unterschiedliche rechte Akteure und unterschiedliche Handlungsformen auch darunter fassen zu können. Darunter fassen wir eine ganze Bandbreite an Aktionen. Das ist eine Spannbreite von niedrigschwelligen Handlungen, wie zum Beispiel rassistischen Äußerungen, beispielsweise auf dem Fußballplatz, bis hin zu eher ressourcenintensiven, aufwendigeren Formen, wie zum Beispiel der Gründung eigener Vereine und Initiativen. Wir beobachten dabei auch eine Spannbreite von Herausforderungen im Sinne von Anfeindungen und bis hin zu Gewalt. Aber gleichzeitig auch sehen wir recht viele kooperative Versuche der Vereinnahmung der etablierten Zivilgesellschaft, zum Beispiel durch Spendenangebote, aber auch durch die Teilnahme an Veranstaltungen, an Protesten. Genau. Wir sprechen mit ganz unterschiedlichen Vertreterinnen von zivilgesellschaftlichen Organisationen, von Vereinen, von Initiativen. Das ist die Kirchen, sind Kirchengemeinden, das ist die Gewerkschaft, das sind aber vielleicht auch Sportvereine, um mit den Vertreterinnen auch darüber zu sprechen, wie sehen rechte Herausforderungen, rechte Interventionen in ihrem Feld, in ihrem jeweiligen Bereich eigentlich aus. Prinzipiell ist es so, dass wir natürlich drei Formen des Umgangs unterscheiden können. Man kann natürlich der rechten Herausforderung, gerade wenn es auch um Kooperationsangebote geht, zustimmen, also darauf eingehen. Man kann versuchen, das zu ignorieren, auszusitzen oder sich auch ganz klar abgrenzen. Das ist dann nochmal ein bisschen ein Unterschied, ob es dabei um den intervenierenden Akteur geht oder auch um die Inhalte. Es gibt viele engagierte Initiativen, Vereine und Organisationen, die sich bereits seit vielen Jahren gegen Rechtsextremismus engagieren und auch in ihren Organisationen gegen Rassismus und Antisemitismus vorgehen, in Bildungsveranstaltungen oder auch in Protestformen, wie wir es aktuell sehen. Wir wollen herausfinden, was gibt es alles schon an Handlungsmöglichkeiten im Umgang mit rechten Interventionen und was sind möglicherweise auch gute Strategien, die wir daraus ableiten können, um letztendlich auch wieder was für die Zivilgesellschaft zurückzugeben.